stell dir mal vor, das wäre dein Finger. Oder stell dir mal vor, das wäre dein Finger. Und jetzt ja, stell dir vor, das wäre dein Finger, denn hier ist Holz drin, Würstchen, Handschuh. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Wir haben hier 3 Astscheren. 2x12 Volt, 1x18 Volt. Übrigens die hier habe ich vor kurzem vorgestellt und ihr habt sie wirklich gefeiert ohne Ende. Die haben wir auch noch mal im Video hier drin. Aber eine Sache möchte ich euch heute mitgeben. Wir wollen uns die auch mal noch mal anschauen, testen und so weiter. Aber vor allem eine davon verhindert, dass ihr euch schwer verletzen könnt. Welcher es ist und wie es funktioniert und wie es vielleicht auch nicht funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Also die Geräte machen schon richtig Spaß, aber Gewinnen macht noch mehr Spaß. Denn auch in diesem Video kannst du wie immer etwas gewinnen, und zwar Werkzeug. Und du kannst dir sogar dein Werkzeug auswählen, wenn das mal nichts ist. Du findest wie immer eine Auswahl des Werkzeugs, das du gewinnen kannst, auf der Webseite. Dort findest du auch den Hinweis, ob du gewonnen hast, wenn du schon mitgemacht hast. Wie kannst du mitmachen? Ganz einfach. Einfach unten kommentieren. Du musst nichts weiter machen, außer mit uns diskutieren, und schon bist du bei der Verlosung dabei. Und ich freue mich über jeden von euch, der gewinnt, denn jede Woche verlosen wir mindestens 2-mal Werkzeug. Finde ich schon krass. Schreibt auch gerne mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare. Heute geht es um die Wurst bzw. um den Finger. Wir haben hier so einen Finger nachgebildet. Und zwar haben wir hier innen drin den Knochen in Form eines Hartholzstabes und hier außen drumherum ein Würstchen. Du siehst es auch hier. Zack, da ist er. Und ich sage dir, so eine Astschere wie die hier hat irre viel Kraft. Ja, also man unterschätzt das total. Zack, und der Finger wäre ab. Und ich sage dir, ein Würstchen ist zwar nicht ganz so hart wie ein Finger, aber der Finger wäre ab, ohne Wenn und Aber. Wenn wir uns jetzt mal das hier anschauen, wir haben hier wirklich Hartholz, das ist deutlich dicker und auch fester als Knochen in dem Fall. Gar kein Problem. Wir gucken mal, ob wir noch was Größeres haben hier. Jetzt ganz hier noch mal dicker an der Stelle, auch hier. Gar kein Thema. Und das ist jetzt schon getrocknetes Holz. Wir machen das Ganze nochmal mit einem echten Ast. So, hier haben wir jetzt einen Ast von der Seite. Das, was ihr gerade gehört habt, erkläre ich euch auch gleich nochmal. Aber das hier nochmal dicker, das ist wirklich daumendick, was wir hier haben. Und zack, zack. Jetzt auch nochmal, dass ihr nicht denkt, die anderen sind viel schwächer. Ja. Oder auch hier unser 18 Volt Monster. Halt, Moment, wir einschalten. Schalten sich natürlich aus Sicherheitsgründen auch alle ab. Und dann zack, 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 zack. Das ist wirklich irre. Also irre, wie gut die Geräte sind. Und hier ist es wirklich so, wir haben hier das Gerät von Flex. Den Namen dazu blende ich dir auch mal hier unten ein. Wirklich ein krasses Teil. Dann haben wir hier das Gerät von Stihl. Hier übrigens bei Flex 18 Volt. Hier bei Stihl haben wir ein 12 Volt Gerät, aber ist halt ein Stihl-eigenes 12 Volt System. Und wir haben hier von Bosch auch ein 12 Volt Gerät, und hier haben wir einen ganz normalen klassischen 12 Volt Akku. Und viele von euch sind halt im Bosch 12 Volt System und haben das Gerät hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber es ist wirklich genial. Wenn du einen Garten hast, kann ich dir nur sagen, jedes dieser 3 Geräte macht richtig Spaß. Aber das ist auch ein irre hohes Verletzungsrisiko. Wenn du da mal die Hand zu dicht dran hast, oh, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Oder was auch immer, irgendwas, was ein Körperteil ist, dann ist das stark beschädigt oder stark verletzt oder halt auch ab. Und das wollen wir nicht. Wenn wir uns jetzt mal die Geräte anschauen, haben die auch Sicherheitsfunktionen. Bei dem Gerät hier hast du eben dieses Piepen gehört. Ja, jetzt ist es aus. Du musst wirklich ganz bewusst sagen, okay, an, und dann kannst du es benutzen. Dann dauert es einen Augenblick. 21, 22, 23, piep. So, jetzt. Ja, ich muss auch mehrmals draufdrücken, um zu, ja, ich will wirklich jetzt damit arbeiten. Nicht, dass ich das versehentlich so, und dann ist es gefährlich. Das wollen wir nicht. Jetzt seht ihr, jetzt kann ich es benutzen. Bei dem Gerät ist es auch so, ich kann es nicht einfach anschalten, sondern, ich kann es einfach einschalten, an, und dann dauert einen Augenblick. So, jetzt geht es auch los, jetzt kann ich es benutzen, und du siehst auch, wie schnell das geht. Ja? Zack, 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 zack. Du kannst wirklich schneiden. Irre, ja? Wie schnell das Ganze geht. Das Gerät war ja damals auch einer der Testsieger, weil es so schnell agiert und so viel Kraft hat. So, was wir aber haben bei dem Gerät ist Folgendes. Wir haben hier ein Display.
Auf dem Display sehen wir erst einmal, wie viele Schnitte wir gemacht haben. In dem Fall mit dem Gerät 334 Schnitte hat das Gerät hier schon gemacht. Und wir sehen, wie voll der Akku ist, finde ich ganz schön. Bei Bosch ist es so, dass wir die Akkuanzeige hier unten haben, hier aber schön auf dem Display. Wir können es schön von der Seite sehen, finde ich eigentlich ganz cool. Und wir können eine große, eine kleine Scherenöffnung machen. Gerade wenn du so kleine Dinge immer wieder schneidest, geht es dadurch nochmal schneller. Wir haben jetzt die große Öffnung. Wir können es aber auch ganz einfach umstellen, indem wir das hier einen Augenblick gedrückt halten. So, 1, 2, 3, 4. So, jetzt wird es hier umgestellt, auch im Display. Und jetzt kann ich hier nochmal schneller arbeiten. Bei so einem kleinen Teil geht es dann entsprechend noch schneller, wenn man das dementsprechend so schnell braucht. Ich würde mir wahrscheinlich die größere Öffnung immer einstellen und schon geht's wieder. So, kommen wir jetzt zu unserem nächsten, dem Flex. Oder der Flex? Was würdet ihr sagen? Schreibt es gerne mal rein. Hier haben wir eine besondere Funktion. Wenn ich jetzt hier meinen Finger drauf lege, also wirklich hier mein Finger Kontakt hat mit dem Metall und ich das hier oben auch Kontakt habe, dann, ich ziehe es hier wirklich durch, dann seht ihr, es funktioniert nicht. Lasse ich los, geht sofort wieder, Hand dran. So, das heißt also, wir haben hier eine Sicherheitsfunktion, aber die ist eingeschränkt. Das ist also wirklich etwas, das ist der letzte Anker, den du hast. Wir probieren jetzt nochmal verschiedene Situationen. Wir haben ja gerade gesehen, kein Handschuh, hat funktioniert. Jetzt seht ihr aber mal, ich habe einen Handschuh an. So, Handschuh ist an. Ich fasse jetzt hier wieder an, oder sagen wir mal hier unten. Keine Funktion, weil wir hier eben keine Leitung haben. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, ich habe jetzt hier drin, seht ihr, da ist ein Finger drin oder da ist ein Würstchen drin. Ich habe hier wieder meine normale Hand und jetzt habe ich aber hier eine behandschuhte Hand, also normale Hand, behandschuhte Hand auf der anderen Seite. Dann haben wir leider, aber wir sehen, dass er es nicht ganz durchzieht. Also irgendwas merkt er da, aber wir haben trotzdem eine starke Quetschung. Wir gucken es auch mal hier. Ja, ihr seht jetzt. Ja, also er ist da schon so ein bisschen dabei, okay, aber ich würde mich nicht drauf verlassen, denn wenn wir jetzt hier gucken, also wir brauchen wirklich schon eine Leitung. Jetzt ist es durch. Also ihr habt gesehen, vorher war es so, dass ich hier sehr gut angefasst habe und wahrscheinlich hier oben habe ich irgendwo eine Leitfähigkeit hinbekommen. Wenn ihr jetzt aber euch vorstellt, ihr habt den Handschuh an, und dann greift ihr aber hier vorne durch. Ja, also hier fasst ihr an, beziehungsweise nicht anfassen, sondern ich mache es mal so wie eben, dass ich hier das Würstchen wirklich quasi in der Hand habe, aber hier vorne, dann ist der Finger trotzdem ab. Also es ist vorne so sehr gequetscht und das Problem ist ja, das quetscht das ja auch richtig kaputt. Also das ist nicht mehr schön hier an der Stelle, das wollt ihr nicht. So, wenn wir jetzt aber Folgendes uns vorstellen, wir nehmen jetzt nochmal das Würstchen und nehmen jetzt nochmal das hier und packen das hier hin, dann ist es ab, weil das Holz leitet nicht. Jetzt habe ich das hier in der Hand, mache nochmal so und ja, also das ist wirklich, ich lasse jetzt mal wirklich komplett also sobald er in der Nähe ist, sobald er so irgendwie greift, zack, ja, also er schützt das wirklich schon. Jetzt machen wir aber nochmal den letzten Fall, der auch echt dumm ausgehen kann. Jetzt ist es so, in dem Fall, ich bin jetzt nicht alleine, sondern irgendjemand hilft mir beim Arbeiten. Jetzt habe ich hier den Martin und jetzt würde ich mal sagen, okay, jetzt hier, okay, wenn ich jetzt meinen Finger reinhalte, funktioniert. Jetzt greifen wir bei Martin beim Arbeiten so dazwischen. Wir machen jetzt und Martin fest auch hier mal an und dann haben wir, das funktioniert nicht. Das heißt für euch, wenn ihr eine Astschere haben wollt, die wirklich euch das Arbeiten erleichtert, sind alle drei wirklich genial. Moment, jetzt muss ich wieder einschalten. Zack, an, sind alle drei wirklich absolut genial. Du kannst es wunderschön, ja, hier schön in Form schneiden, was immer du gerade so machen möchtest. Alles gar kein Problem. Ja, stark ohne Ende. Der Bosch macht das genauso, auch hier so was richtig Großes. Jetzt ist die auch schon wieder ausgegangen. Also Sicherheit geht hier wirklich vor. Ja? So, an. So. Und ihr seht hier, keiner von denen nimmt sich irgendwas in der Stärke. Aber hier bei Flex ist es so, dass du zumindest noch eine Sicherheit hast. Bedenke aber Folgendes, du darfst dann keine Handschuhe tragen. Denn wenn du Handschuhe anhast,
ist das Thema durch. Und das sollte auch nur der allerletzte Sicherheitshaken sein oder Sicherheitsanker sein, wenn alle Stricke gerissen sind. Mach bitte Folgendes, hab deine Hand immer weit weg davon und fang nicht an, jetzt hier irgendwie so rumzuschneiden. Ja? Das mache ich nicht und das macht ihr bitte auch nicht. Mich würde eure Meinung zu dieser Sicherheitsfunktion sehr interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare und denkt an das Gewinnspiel. Und solange ran an den Busch, den Baum oder was immer du beschneiden möchtest und bis zum nächsten Mal.